Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin. Bei mir herrscht das Chaos. Ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern und versuche unter anderem mit der Fly Lady Methode mein Chaos in den Griff zu bekommen. Im heutigen Video möchte ich meinen Kühlschrank neu organisieren. Ich habe dazu verschiedene Behälter besorgt. Ich möchte den Kühlschrank ausräumen, putzen und neu strukturieren, einfach um ein bisschen mehr Platz und Übersicht zu schaffen und auch ein bisschen bessere Struktur im Kühlschrank zu erreichen, so dass man die Ordnung langfristig wieder besser halten kann. Sollte dich das Thema interessieren, bleib gerne dran. Lass mir auch gerne einen Daumen hoch da, sollte dir das Video gefallen. Und natürlich auch ein Abo, wenn du neu bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Das ist die Ausgangssituation von unserer Küche bzw. unserem Kühlschrank. Wir haben am Kühlschrank außen ganz viele Fotos zu hängen, aber auch Termine, Bilder von den Kindern. Viele Patschehände sind drauf und dem möchte ich heute nachgehen. Ich habe mir hier so eine Kühlschrankbehälter besorgt und zwar von Lidl. Es gibt die aber auch bei Amazon unter anderem. Ich verlinke euch einfach alles, was ich heute benutze, in die Infobox. Da könnt ihr dann gerne nochmal nachschauen, falls Bedarf ist. Ansonsten beginne ich damit, dass ich erstmal die Kühlschranktüren reinige. Also ich arbeite mich ja immer von außen nach innen. Das hatte ich schon häufiger erzählt. Und habe mir auch überlegt, dass ich jetzt die Bilder vom Kühlschrank verbanne und auch alles andere, weil das einfach unruhig wirkt fürs Auge und der Raum halt automatisch unordentlicher oder chaotischer wirkt, obwohl ich eigentlich wirklich ein Fan von Fotos bin. Ich mag das auch immer wieder selber zu gucken, mich an Situationen und Momente zu erinnern. Aber wie gesagt, es macht halt das ganze Bild der Küche irgendwie unordentlich und unruhig und aus diesem Grund habe ich jetzt die ganzen Bilder und Magneten abgenommen, habe diese an unsere Magnetwand hinter der Tür gehangen, da ist es halt nicht direkt im Blickfeld, wenn man die Küche betritt und beginne halt damit mit dem Spiegelputztuch, was ich euch ja auch immer wieder ans Herz lege, die Flächen an der Kühlschranktür zu putzen. Vorteil ist, ich reinige nur mit Wasser und ich kann alles streifenfrei reinigen. Ja, so ist der Zustand gerade im Kühlschrank. Wir haben einfach zu viel Luft zwischen den Fächern, also man muss immer sehr hoch stapeln. Es könnte eigentlich noch ein Regalfach mehr benötigen und es hat alles keinen richtigen Platz. Wie ihr seht, es liegt irgendwie alles kreuz und quer und aus diesem Grund wollte ich auch heute diesen Kühlschrank mir vornehmen. Ich habe mir die Fächer schon mal leer auf die Arbeitsplatte gelegt und räume jetzt einfach Fach für Fach den Kühlschrank aus und versuche jetzt schon so ein bisschen zu organisieren und kategorisieren, welche Produkte zueinander passen, was am meisten Sinn für mich ergibt und kann dann halt immer wieder so ein bisschen rumprobieren, während ich halt den Kühlschrank ausräume und kann zwischendurch dann immer mal Fach für Fach auswischen und sauber machen. Ich habe ja schon in meinem anderen Kühlschrankvideo gezeigt, dass ich eigentlich, wenn ich da mal so einen richtigen Kühlschrankputz mache, dass ich dann wirklich auch alle Fächer rausnehme, diese entweder in die Spülmaschine packe oder halt auch per Hand wasche, je nachdem, was notwendig ist. Aber heute war es auf jeden Fall so, dass die Böden jetzt nicht klebrig waren oder jetzt zwingend hätten rausgenommen werden müssen zum Putzen. Und aus diesem Grund habe ich einfach die Böden mit dem Frosch-Allzweckreiniger eingesprüht und habe sie dann einmal ordentlich ausgewischt. Und wenn ich dann ausgewischt habe, gehe ich dann ganz gerne gerade über diese Glasböden nochmal mit meinem Fensterputztuch rüber. Aus dem einfachen Grund, damit die Glasböden halt auch im Nachhinein schön streifenfrei auftrocknen. Was ich noch zu diesen Behältern sagen wollte, ist, dass diese nicht spülmaschinenfest sind. Also ich habe verschiedene Hersteller verglichen, weil ich auch unbedingt eigentlich welche haben wollte, die spülmaschinenfest sind und habe da tatsächlich keine gefunden, wo der Hersteller es empfiehlt. Und ich habe ganz viele
Kundenbewertungen gelesen, die dann trotzdem die Sachen in die Spülmaschine gepackt haben und dass dann im Nachhinein die Behälter verzogen waren. Also man muss diese Behälter tatsächlich per Hand waschen. Ich habe mich jetzt damit abgefunden und finde es jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, weil die Sachen sind ja schnell mal rausgenommen und durchgewaschen, auch per Hand. Das ist jetzt, finde ich, nicht so wild, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Fakt, den man vielleicht noch im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich so eine Fächer anschaffen möchte. Ihr kennt ja sicherlich auch diese Bilder von Instagram, wenn die Kühlschränke organisiert sind. Ich gucke die mir auch sehr, sehr gerne an. Ich finde sie aber tatsächlich sehr unrealistisch, weil es sieht dann halt immer aus wie im Supermarkt, dass da irgendwie 20 Mal das gleiche Produkt hintereinander steht. Das ist natürlich schön fürs Auge, ein schönes Werbebild, würde ich behaupten, aber es entspricht halt nicht den Tatsachen. Und aus diesem Grund habe ich auch dieses Video gedreht, bevor wir einkaufen gegangen sind. Zum einen ist es natürlich einfacher, den Kühlschrank zu reinigen und neu zu organisieren, wenn er leer ist oder noch nicht vollgestopft wurde. Zum anderen möchte ich halt auch ein realistisches Bild wiedergeben, also so wie halt ein normaler Kühlschrank beim durchschnittlichen Bürger aussehen könnte und halt nicht das, was man halt immer wieder so in den verschiedensten Social-Media-Kanälen irgendwie vorgesetzt bekommt. Also ich finde das alles immer sehr unrealistisch, das ist alles nicht alltagstauglich, was sie da zeigen. Es ist auf jeden Fall schön anzusehen, keine Frage, aber ich finde es halt nicht realitätsnah. Ich habe jetzt nochmal 2 Körbe reingestellt in unser Gemüsefach, um das so ein bisschen besser unterteilen zu können. Ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal kleinere Körbe anschaffen für das Obstfach, einfach weil ich das auch besser finde, dass die einzelnen Obst- und Gemüsesorten auch nochmal ein bisschen besser sortiert werden, weil sonst fliegt da drin auch immer alles quer rum. Ich habe hier getrocknete Paprikas, die ich im Kühlschrank lagere. Ich finde es jetzt optisch schöner, sie offen zu lagern, als jetzt in der Tüte wie vorher. Und ich habe auch zum Schluss dieses Fach nochmal abgeändert. Ihr habt gerade gesehen, ich habe da Champignons reingelegt zum Beispiel. Und die werden ja relativ schnell schlecht, zumindest bei mir im Kühlschrank. Und ich habe mir einfach überlegt, dass es sinnvoller wäre, da gerade unten vielleicht die Lebensmittel aufzubewahren, beziehungsweise das Obst und Gemüse aufzubewahren, was halt langfristig gut bleibt und vor allem nicht gleich matschig wird und suppt. Und aus diesem Grund habe ich dann nochmal umgeswitcht, was ihr dann im Nachhinein noch sehen werdet. Dann ist mir noch diese Zitrone in die Hand gefallen, die ist eigentlich reif für den Müll, aber auch zu schade dafür. Deswegen habe ich die jetzt aufgeschnitten und sie als natürliches Spülmaschinendeo und Reiniger in die Spülmaschine gelegt. Packe jetzt natürlich noch das Obstfach zurück und switche jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen um. Ich habe mir überlegt, dass ich die Äpfel und die Orangen mit nach unten lege. Das ist für mich sinnvoller, weil das halt wieder, wie gesagt, ein Obst ist, was halt länger gut bleibt und wenn es dann auch mal schlecht werden sollte, halt nicht sofort anfängt zu triefen, und kümmere mich dann nochmal um das Obstfach. Wie gesagt, beim Obstfach werde ich auf jeden Fall nochmal Körbe nachkaufen, um die Sachen besser zu unterteilen. Ich finde es einfach praktisch, wenn man dann einfach körbchenweise die Sachen rausholen kann, wenn mal was schlecht wird, das nicht gleich auf alle anderen Lebensmittel übergeht, sondern halt nur in diesem Bereich bleibt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall bin ich sowieso ein Fan von diesen ganzen Aufbewahrungsboxen und so, weil ich einfach das gerade auch im Kühlschrank gut finde. Man muss jetzt nicht mehr einmal nach hinten greifen, hinter irgendwelche anderen Produkte, sondern man kann einfach Schubfach für Schubfach rausziehen, auch zum Beispiel die Soßen, wenn dann jetzt irgendwie gegrillt wird oder so, kann man einfach das gesamte Schubfach rausholen oder zum Frühstück, man hat alles beieinander, man nimmt einfach das Fach raus und da ist alles, was man an Frühstückszubehör hat und muss nicht alles kreuz und quer aus dem Kühlschrank zusammensuchen. Also ich bin mit dem Prinzip sehr, sehr zufrieden und werde berichten, ob sich die Ordnung tatsächlich auch besser und langfristig hält.
Ja, auch von außen sieht der Kühlschrank sauber aus und ordentlich. Ich finde, das ist schon ein großer Unterschied jetzt, wo nicht mehr so viel Zeug am Kühlschrank hängt. Es ist einfach eine Gewohnheit gewesen, dass das alles da hing, aber jetzt, wo ich es halt abgenommen habe, merke ich halt deutlich den Unterschied. Es ist deutlich besser, auf jeden Fall fürs Auge. Man wird da selber irgendwie auch immer betriebsblind und sieht es einfach auch nicht mehr als chaotisch an, aber es sah chaotisch aus. Das sehe ich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall auch. Und ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, das war es auch heute schon wieder von meinem Video. Ich zeige euch jetzt nochmal die Vorher-Nachher-Bilder und ja, sollte dir das Video gefallen haben, lass mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Abonniere jetzt, falls du es noch nicht getan hast. Ansonsten freue ich mich wie immer über eure Kommentare und eure Anregungen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!